Das Warten hat ein Ende! Endlich geht's hier mal los, Freunde! Sport an! Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Und heute befinden wir uns mal wieder auf dem Main-Char auf Fusion Server 23 bei Welten im Wandel. Im Zuge des letzten Elevator Rewards Toplist Video ist ja aufgekommen, dass Welten im Wandel eben den 4. Platz erreicht hat. Und danach, ich hatte es schon mal gesagt, sind ein paar Spieler gelieft. Nosferatu zum Beispiel ist gelieft, weil er es sich zu schlecht empfunden hat, ist bei der Rumpelkammer gejoint. Alpha und Omega haben sich gelöscht. Ich kenne jetzt die Performance im Elevator nicht. Cesurio zum Beispiel hat sich verabschiedet, weil er eben dann einer Abwerbung von Crit Happens gefolgt ist. Also der ist jetzt hier bei Crit Happens. Natürlich ein Spieler mit solchen Werten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler von den Werten. Und da hat Crit Happens auf jeden Fall einen guten Fang gemacht. Man muss jetzt zwar sagen, im Elevator war er 20.000 Held-Tokens unter mir. Also ist jetzt kein Front oder so, ne? Also vom Elevator Performance-technischen her war er auf jeden Fall in den Top 15 bei Welten im Wandel. Und auch dort wird man ihn vermissen. Aber ja, so ist die Situation, dass wir eben im Prinzip im Moment auch nur 46 Leute sind, weil es halt auf solchen Servern nicht so einfach ist, da einfach mal wieder jemand Neuen reinzubekommen. Das ist wirklich nicht einfach. Zumal Stefan sich auch schon verabschiedet hat. Er hat ja noch ein bisschen im Held-Token gespielt. Ja, ist da jetzt auch nicht mehr dabei. Ein gutes Level. Von den Skills her nicht ganz so krass unterwegs. Das heißt, da ist also quasi, sind wir eigentlich nur 45 Leute aktuell. Die sind weitestgehend alle aktiv. Und ja, es gibt aber eine gildeninterne Nachricht, dass daran gearbeitet wird, an einer Lösung. Und die klingt sehr interessant. Und die klingt so interessant, dass ich denke, Mist, ich muss hier auch mal wieder hin und wieder auf dem Main-Char was machen. Denn ihr könnt es euch vorstellen, ich habe hier schon ein paar Dungeons gemacht. Im Sandsturm bin ich habe ich noch nicht viel gemacht. Da geht einiges. Das sind ja 30 Millionen XP pro Level. Pro Floor. Und ja, also da ist was drin. Ja, da kann ich noch auf jeden Fall mir ein paar Level auch holen, was halt auch eigentlich sinnvoll ist, weil man natürlich entsprechend auch noch mehr Gold-Output hat in den ganzen Quests. Ich habe das jetzt wirklich eine sehr lange Zeit nicht abgeschoben. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich aufhören müsste im Sandsturm mit meinen Werten. Aber hier geht definitiv was. Und das werde ich jetzt peu à peu halt auch immer mal forcieren, dass ich hier ein bisschen reingucke, wenn ich in dem Tower unterwegs bin, dass ich ein paar Floors mache. Man muss natürlich auch sagen, wir kriegen dann entsprechende Items, die ich vielleicht hin und wieder auch beim Schmied abgeben will oder vielleicht beim Hexen-Event. Ich muss das jetzt noch mal ein bisschen timen. Da ist auf jeden Fall noch auch der ein oder andere Skillpunkt verteilt. Also ich will jetzt nicht alles ganz plötzlich machen, sondern ich muss das echt versuchen, jetzt taktisch so bestmöglich zu timen. Aber wir haben auch in der Schattenwelt Gegner, die fallen können. Also der Ares, der muss jetzt hier einfach mal in dem Video fallen. Das möchte ich. Und ja, letztendlich habe ich natürlich die Hoffnung, dass ich weiterhin... Ja, nice. Da ist er auch gefallen, endlich. Das... Habe ich den jetzt gespeichert? Mal schauen. Schauen wir uns das einfach mal an, dass ich natürlich den Weg bei Welten im Wandel hier weitergehen kann. Und deshalb ist es auch notwendig. Also ich bin jetzt zwar, also beim Elevator war ich ja sehr aktiv, danach eigentlich auch relativ aktiv. Ich habe aber nicht komplett das Gold-Event mitgenommen. Und ich bin halt nicht immer bei den Gildenfights angemeldet. Das, ja, muss halt dann wieder besser werden. Da muss ich mich jetzt nochmal extrem bemühen, das zu verbessern. Und dann eben aus meinem Char noch ein bisschen was zu machen. Und diesen Weg halt weiterzugehen auf dem Server, weil es durchaus möglich ist, dass eben diese Geschichte rund um Welten im Wandel sich dann auch allgemein nochmal etwas verbessert. Also das könnte sein, dass wir eben im kompetitiven Bereich dann stärker unterwegs sind, wenn das alles so funktioniert. Und ja, das würde ich mir halt auch wünschen. Ich bin ja seit Anfang an bei der Guild dabei, Welten im Wandel auf S41, damals mit Davalon wurde es auch gegründet. Wir waren neben Crit Happens immer
Top-Gilde, hatten starke Phasen, hatten schwache Phasen. Dann wurde auch eine auf S41 eine Lösung gefunden, die, sage ich mal, Welten im Wandel sogar auf die 1 gepusht hat. Das hatte sich noch bis zur Fusion zumindest ergeben und seit der Fusion dann aber natürlich, ja, ist die Situation so, wie sie ist. Und dementsprechend bringt es natürlich dem Server auch nochmal im Kampf um die Top 3 was, wenn da eine Verbesserung passiert. Und ja, das Ganze will ich da natürlich begleiten und deshalb war es schön, dass das hier halt auch funktioniert hat. Der Ares, dass der jetzt auch mal fällt, 300 Millionen XP gibt und dann geht es dann halt auch mal Richtung Level Up. Also man könnte sich ja theoretisch sogar ausrechnen, wie viele Etagen ich brauche für ein Level Up und dann würde man sehen, wo man denn landet. Also da, auch je nachdem, wenn es stärketechnisch passt, da geht noch ein bisschen was. Und ja, mir hatte mal einer gesagt, er sieht mich dieses Jahr auf 600. Ich dachte erst, nee, das kann ja gar nicht passieren. Aber wenn ich natürlich hier noch 500 Floors schaffen würde, ja, dann ist es im Bereich des Möglichen, ja. Wollen wir mal sagen. Aber ja, das kann ich halt null einschätzen. Und wie gesagt, ich will jetzt eigentlich auch nicht zu viel Gold verlieren. Deshalb müssen wir das jetzt in Gemach angehen. Hier kommt jetzt Poseidon dran. Den sollte man sich mal angucken. Ist ein Geschickgegner. Also eigentlich würde ich denken, kann der fallen? Und ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wo ihr mit eurem besten Char im Sandsturm steht. Also welches Level ihr habt. Welche Stärken, ja, Stärke Main-Attribut zum Beispiel. Und wo seid ihr halt im Sandsturm aktuell? Ja, um dass ich mal vielleicht ein Gefühl kriegen kann. Also der fällt auf jeden Fall auch. Also auch hier habe ich in den großen Dungeons auf jeden Fall ein paar XP liegen und über die Zeit, wo ich die nicht gemacht habe, auf jeden Fall verschenkt. Das ist natürlich dann semi-optimal. Das könnt ihr mir ganz gerne mitteilen, dieses Prädikat. Ja, sehr geil. Haben wir den auch noch erledigt. Okay, dann passt das. Wo stehen wir hier weiter in der Schattenwelt? 9 von 10, der Hades. Auch ein Geschickgegner. Ja, da möchte man fast denken, dass er vielleicht auch noch fällt, aber gucke ich mir vielleicht mal bei SF Game Tools an. Der sieht auf jeden Fall jetzt nicht so easy peasy aus wie die anderen beiden, die vorher dran waren. Also ich war einmal über der Hälfte. Hier jetzt auf 5,4 Millionen. Also ganz unbesiegbar ist er vielleicht nicht, aber da ist die Chance gefühlt relativ gering. Und ja, da müssen wir weiter dran arbeiten. Und ich würde sagen, das wollte ich euch mal mitteilen. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti.